Good morning, brothers and sisters. Guten Morgen, Brüder und Schwestern. It is wonderful for me and my wife to be here. Es ist wunderbar für meine Frau und für mich, hier bei Ihnen zu sein. I hope what I have to say today Ich hoffe, dass das, was ich heute sagen werde, will strengthen you. Sie stärken wird. I know that Joseph Smith is a prophet of God. Ich weiß, dass Joseph Smith ein Prophet Gottes ist. I hope that my presentation today will help you to understand Ich hoffe, dass meine Ausführungen heute Ihnen helfen werden zu verstehen some of the things that we have learned from the Joseph Smith papers. einige der Dinge, die wir aus dem Studium der Joseph Smith Papiere gelernt haben. I want to say at the outset Ich will am Anfang sagen, there have been many among the faithful scholars of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints dass es viele unter den glaubenstreuen Gelehrten der Kirche Jesu Christi, der Heiligen, der Letzten Tage gegeben hat, who have plowed this ground previously, die dieses Gebiet schon früher gründlich bearbeitet haben. if differently than what I will today. Wenn auch in einer etwas anderen Weise, als ich das heute tun werde. Their intent and mine today Ihre Absicht war und meine heute ist, is to demonstrate that the study of the documentation zu zeigen, dass das Studium der Dokumentation and the contextual circumstances surrounding Joseph Smith's life und der Umstände rund um das Leben von Joseph Smith corroborates and affirms the authenticity of his claims die Echtheit seiner Ansprüche erhärtet und bekräftigt, to have received heavenly visitations. dass er Besuch von himmlischen Wesen erhalten hat. To these other scholars we owe a great debt. Wir stehen in der Schuld all dieser anderen Gelehrten. I am one who has benefited by the great work Ich bin einer von denen, die sehr profitiert haben von dieser großartigen Arbeit, of the faithful explicators of the past and the present. dieser glaubenstreuen Ausleger der Vergangenheit und der Gegenwart. Perhaps paradoxically, we also owe a great debt to the self-appointed critics of Joseph Smith, Vielleicht stehen wir paradoxerweise aber auch in der Schuld der selbsternannten Kritiker von Joseph Smith, who in their attempt to undermine the prophet in the LDS Church die in ihrem Versuch, den Propheten und die Kirche zu untergraben, have demanded answers to hard questions and drawn conclusions Antworten auf schwierige Fragen gefordert und Schlüsse gezogen haben, however misguided they have been, falsch geführt sie vielleicht sein mögen, die uns aber herausgefordert haben zu antworten. that have provoked us into a response. When it comes to the serious study of the prophet's life, Wenn es zur ernsten Studie des Lebens des Propheten kommt, we can no longer assume that reliance upon a sincere testimony will be enough dann können wir nicht mehr voraussetzen, dass es genug sein wird, auf ein aufrichtiges Zeugnis zu vertrauen, to allay the aggressive charges against the prophet and his work. um die aggressiven Anwürfe gegen den Propheten und seine Arbeit abzuwehren. Because they are using, Denn sie gebrauchen, or as I contend, misusing, oder wie ich sagen würde, missbrauchen, the church's own documentary record. die eigenen Berichte der Kirche. I recognize that belief in Joseph Smith's experience is a matter of faith. Ich erkenne an, dass der Glaube an die Erlebnisse Joseph Smith eine Sache des Glaubens ist. As is belief that God exists and that Jesus is his son. Genauso wie wir glauben, dass es einen Gott im Himmel gibt und dass Jesus sein Sohn ist. But I also believe that there are empirical matters Aber ich glaube auch, dass es empirische Werkzeuge gibt, that can either disqualify or corroborate an expression of faith. die einen Ausdruck des Glaubens entweder untauglich machen oder aber auch bekräftigen können. In the case at hand, those empirical matters are the documentary record.
Der Fall, den wir uns nun gerade ansehen wollen, sind jene empirischen Werkzeuge, die schriftlichen Dokumentationen, that survives today regarding Joseph and his claims to have been divinely appointed by God. die bis heute überlebt haben bezüglich Josefs und seiner Ansprüche darauf, durch Gott göttlich berufen worden zu sein, um das wiederherzustellen, To restore what is now known as the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. was jetzt als Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage bekannt ist. There are, in my judgment, a list of several factors that provide compelling evidence Es gibt meiner Meinung nach eine Liste von mehreren Faktoren, die überzeugende Hinweise zur Verfügung stellen, that Joseph Smith was a truth teller dass Joseph Smith die Wahrheit gesagt hat and that he was not the pious fraud that some charge. und dass er nicht der fromme Schwindler war, als den ihn manche hinstellen wollen. Faithful scholars in the past generation have written a great deal about Treue Gelehrte in der vorigen Generation haben sehr viel one, the historical evidence of Joseph Smith's visions, über erstens die historischen Beweise der Visionen von Joseph Smith and two, the circumstantial evidence of the same. und zweitens den Indizienbeweis für dieselben geschrieben. And while what I say may not be the most important factor in this prophetic evaluation, Und während das, was ich sage, nicht der wichtigste Faktor in dieser prophetischen Einschätzung sein mag, Joseph Smith's sensibility about sacred matters ist Josephs Feingefühl in Bezug auf Heiliges notwendig. I believe to be essential and persuasive, and we'll try to make that case today. Ihn als Propheten heute zu verstehen. It is from the documentary record created during the early church period In dieser schriftlichen Dokumentation, die während der frühen Periode der Kirche geschaffen wurde, that we find the evidence, sometimes in fragments and shards, finden wir Hinweise, manchmal nur in Bruchstücken und Scherben, that confirm the divine appointment of Joseph Smith as an authentic prophet. die den göttlichen Auftrag von Joseph Smith als authentischer Prophet bestätigen. We've never claimed that Joseph Smith was perfect or anything but a mortal. Wir haben nie behauptet, dass Joseph Smith vollkommen war, dass er irgendetwas anderes als ein Sterblicher war. But I assert that this documentary record substantiates a conviction Aber ich behaupte, dass diese schriftliche Dokumentation der Überzeugung Substanz gibt, that Joseph Smith was a truth teller and that he experienced what he said he witnessed. dass Joseph Smith die Wahrheit gesagt hat und dass er erlebt hat, was er erlebt zu haben behauptet hat. However, the selective use of the same documents by his critics, Jedoch die selektive Verwendung der gleichen Dokumente durch Kritiker, who also ignore the full range of the records that exist, die ihr Zerrbild zusammensetzen, indem sie die volle Breite der existierenden Hinweise ignorieren, can significantly skew the panoramic picture by a distortive arrangement of the evidence. kann interessanterweise das Panoramabild durch eine verdrehte Einordnung der Beweise bedeutsam entstellen. For example, Zum Beispiel, regarding what is known as Joseph Smith's first vision, in Bezug auf das, was als die erste Vision von Joseph Smith bekannt ist, Barney wrote in the second edition of her confrontational biography of Joseph hat Vaughan Brody in der zweiten Ausgabe ihrer konfrontativen Biografie Josephs No Man Knows My History mit dem Titel No Man Knows My History geschrieben. The awesome vision he described in later years was probably the elaboration of some half-remembered dream. Die wundervolle Vision, die er in späteren Jahren beschrieben hat, war wahrscheinlich die Weiterentwicklung eines halbvergessenen Traumes, Stimulated by the early revival excitement and reinforced by the rich folklore of visions circulating in his neighborhood. der durch die frühe Revival-Begeisterung stimuliert wurde und er wurde durch die reiche Folklore von Visionen verstärkt, die in seiner Nachbarschaft zirkulierten. Or it may have been sheer invention, created sometime after 1830, when the need arose for a magnificent tradition.
Oder es mag auch bloße Erfindung gewesen sein, irgendwann nach 1830 geschaffen, als das Bedürfnis für eine großartige Tradition entstanden ist. And in 1984, Ed Decker and Dave Hunt of Godmakers fame wrote, und 1984 haben Ed Decker und Dave Hunt, die für den Film The Godmakers bekannt geworden sind, geschrieben. All the evidence points to the conclusion that the visionary accounts portrayed in Joseph's history of the church. They can read that in German. Of course they Right can. there. I was not aware. Were fabricated in order to enhance the image of the Mormon Church in the eyes of its critics, and to shore up the prophet's sagging authority in the face of mounting rebellion. He then baits the hook thereafter for Latter-day Saint believers. Sie nehmen an, dass der Leser glauben wird, who do not understand the circumstances or prophetic style of the prophet Joseph Smith. dass der Leser glauben wird, was sie behaupten, obwohl es nicht wahr ist. Und dann fahren sie fort. Had these events actually occurred, Decker declares, they would undoubtedly have been among the first proofs mentioned to prospective converts then as now, and had they been known, it is unthinkable that they wouldn't have been mentioned by anyone. One can only conclude that these crucial events for the establishment of the Mormon Church did not, in fact, ever happen. Now, this is out of the text. What this suggests Was das nun, oder auf was das hinweisen will, is that if Joseph Smith did have the visionary experiences that he later said, dass wenn Joseph wirklich die visionären Erfahrungen gehabt hätte, von denen er später sprach, then he must be taken seriously. dass er dann ja wohl ernst genommen werden muss. My purpose today is to examine a number of features from the historical record Meine Absicht heute ist, eine Reihe von wesentlichen Materialien aus dem historischen Bericht zu untersuchen, to establish for you the historical context of Joseph Smith's prophetic style, für Sie den historischen Kontext des prophetischen Stils von Joseph Smith herauszuarbeiten, demonstrating the proper understanding of what survives as the documentary record of his life and of the restoration of the gospel. und dadurch zu zeigen, dass trotz der Behauptungen der Kritiker Josephs Verhalten einen Mann zeigt, der etwas Heiliges streng vertraulich behandeln konnte. This analysis refutes the simplified criticism that Mrs. Brody and Mr. Decker and Hunt Diese Analyse widerlegt die vereinfachte Kritik, die Frau Brody und die Herren Decker und Hunt vorbringen, used in painting their skewed picture of Joseph and his visions wenn sie ihr verdrehtes Bild von Joseph und seinen Visionen zeichnen, through the deliberate use of documentation and the deliberate neglect of other evidence that confirms Joseph's assertions. indem sie die Dokumentation sehr selektiv verwenden und absichtlich Hinweise missachten, die Josephs Behauptungen bestätigen. Joseph Smith, we believe, left a tradition wherein it is clear that he claimed to have experienced a number of divine encounters with heavenly beings. Joseph Smith, so glauben wir, hinterließ eine Tradition, in der es klar ist, dass er behauptete, eine Anzahl von göttlichen Begegnungen mit himmlischen Wesen gehabt zu haben. Brody, Decker, and Hunt would have you believe that any reasonable person would have ran home, Brody, Decker und Hunt wollen Sie glauben machen, dass ein vernünftiger Mensch, nachdem er eine göttliche Kundgebung erhalten hat, nach Hause laufen, grabbed his diary to carefully describe in great detail what he had experienced, sein Tagebuch schnappen und achtsam mit allen Details festhalten würde, was er erlebt hatte. and then ran from neighbor to neighbor shouting, "Guess what happened to me?" Und dann würde er von Nachbar zu Nachbar laufen und rufen, wisst ihr, was mir passiert ist? And then after the next heavenly event he witnessed, he would do the same thing. Guess what happened to me this time? Und nach dem nächsten
nachdem er das nächste Mal eine Begegnung mit himmlischen Boten haben würde, würde er genau die gleiche Sache machen. Stellt euch bloß mal vor, was mir diesmal passiert ist. Und dann so weiter. I'm really impressed and I don't even know what he's saying. Also ich bin, Entschuldigung, ich bin wirklich beeindruckt, aber ich weiß gar nicht, was er sagt. The best historical evidence demonstrates that this line of thinking is a faulty premise entirely. Die besten historischen Hinweise zeigen, dass diese Denkrichtung eine total fehlerhafte Voraussetzung ist. The first point that I wish to make regards how Joseph Smith reacted to the heavenly visitations in which he participated. Der erste Punkt, den ich machen möchte, weist darauf hin, wie Joseph Smith auf himmlische Besuche reagierte. I proceed with the supposition that if he truly did have heavenly experiences, ich gehe weiter mit der Annahme, dass er, wenn er wahrhaftig ein himmlisches Erlebnis hatte, there would likely be a consistency of principles and procedures that bear the same authentic markers of prophetic figures who preceded him. es wahrscheinlich eine Widerspruchsfreiheit in den Prinzipien und Vorgehensweisen geben würde zwischen ihm und den prophetischen Figuren, die ihm vorausgegangen waren. The abundant documentation from the modern revelations that Joseph received bear that on authenticity. Die Fülle der Dokumentation von modernen Offenbarungen, die Joseph Smith erhielt, zeigen diese Authentizität. Let me illustrate. Lassen Sie mich das belegen. During the course of translating the Book of Mormon, he came across this significant passage. Während der Übersetzung des Buches Mormon stieß er auf diese signifikante Passage. It is given unto many to know the mysteries of God, nevertheless they are laid under a strict command that they shall not impart only according to the portion of his word which he doth grant unto the children of men. Those who receive revelation from God, it states, denjenigen, die Offenbarung empfangen, heißt es also hier, are under a strict command to keep it to themselves and share it only as appropriate. Ist das strenge Gebot auferlegt, es für sich zu behalten und nur dann mitzuteilen, wie es angebracht ist. While receiving the revelation known as the Book of Moses, während er die Offenbarung empfing, die als Buch Mose bekannt ist, he was told twice, wurde ihm zweimal gesagt, show them not unto any except them that believe, and see thou show them unto no man until I command you, except to them that believe. Clearly there was a sensibility emphasized here that could not have escaped Joseph. Es ist klar, dass hier eine Sensibilität betont ist, die Joseph nicht entgehen konnte. Regarding restraint in revealing the revelations of God. Zurückhaltend in Bezug darauf zu sein, die Offenbarungen Gottes kundzutun oder bekannt zu geben. Now we will look at documentation that shows that not only was Joseph tutored by the Lord, jetzt sehen wir uns Dokumentation an, die zeigt, dass nicht nur Joseph vom Herrn über diese wichtige Erwartung belehrt wurde, through revelation about this important expectation about keeping sacred confidences, über die Erwartung belehrt wurde, Heiliges vertraulich zu behandeln. From Joseph's own history, we learn that he also had a natural instinct for this qualification even before his prophetic role was made known to him. Aus Josephs eigener Geschichte lernen wir, dass er einen natürlichen Instinkt für diese Qualifikation hatte, schon bevor seine prophetische Rolle ihm bekannt gegeben worden war. From our work on the Joseph Smith papers, new insights about Joseph's behavior that we've never previously considered have become clear. Aus unserer Arbeit an den Joseph Smith Papieren werden uns neue Einsichten über Josephs Verhalten klar, die wir nie zuvor betrachtet hatten. There is a popular church film about Joseph Smith's first vision. Es gibt einen populären Kirchenfilm über Josephs erste Vision, one that I actually like very much. Einen, den ich persönlich sehr mag.
that, however, erroneously shows Joseph running from the grove yelling, "Mother, Mother," suggesting that the first thing he did after the remarkable encounter was to race home to tell his mother. Der allerdings in fehlerhafter Weise zeigt, wie Joseph vom Heim gelaufen kommt und ruft, "Mutter, Mutter!" Dadurch wird suggeriert, dass das Erste, was er nach diesem bemerkenswerten Erlebnis tat, war, nach Hause zu rennen, um seiner Mutter davon zu erzählen. However, his own account, the one accepted by the LDS Church as the authorized account, Jedoch sein eigener Bericht, und zwar derjenige, den die Kirche Jesu Christi als den offiziellen Bericht anerkennt, contains this revealing expression about his immediate behavior upon leaving the grove. enthält folgenden aussagekräftigen Ausdruck über sein Verhalten direkt nachdem er den Heim verlassen hatte. When he reached home, Joseph said, Als er nach Hause kam, sagte Joseph, "I leaned up to the fireplace. Mother inquired what the matter was." In other words, his mother mit anderen Worten, seine Mutter Lucy Max Smith recognized that something had happened to her boy and she wanted to know what it was. erkannte, dass irgendetwas mit ihrem Jungen geschehen war und sie wollte wissen, was es war. Instead of relieving her mind by describing the otherworldly event he had just witnessed, he simply said, Anstatt sie zu beruhigen, indem er das überirdische Erlebnis schilderte, das er gerade gehabt hatte, sagte er einfach nur, "Never mind, all is well. I am well enough off." It's on the board. Of course, I keep forgetting that. I'm sorry. He chose to keep silent. Er beschloss also, still zu sein. The extent of what he told her was that I have learned for myself that Presbyterianism is not true. Alles, was er ihr sagte, war, und das steht wieder da, Not only did he refrain from describing his experience to his mother, he apparently told no one in his family at the time, though it is certain that he told them later. Er hat also nicht nur seiner Mutter das Erlebnis nicht beschrieben, sondern offensichtlich auch sonst niemandem in seiner Familie zu dieser Zeit davon erzählt. The one person he did tell, according to his record, Allerdings ist es auch sicher, dass er das später noch tat. Das gehört noch zu dem Vorigen. Die einzige Person, der er es erzählte, war ein örtlicher Priester. was one of the local clergymen of the area, a man of the cloth whom he thought would understand and one whom he could trust. Ein Geistlicher, von dem er dachte, dass er es verstehen würde und dass er Joseph ihm vertrauen könnte. Instead, Joseph said that upon relating the experience, he was rebuffed and ridiculed by the man he trusted. Joseph sagte, dass er, als er sein Erlebnis erzählte, zurückgewiesen wurde und dass der Mann, dem er vertraut hatte, sich über ihn lustig machte. He treated my communication not only lightly, but with great contempt, saying it was all of the devil. Er ging nicht nur leichtfertig mit meinen Worten um, sondern mit großer Verachtung und sagte, dass alles vom Teufel sei. He apparently shared his experience with others of local note, who he said heaped upon him severe persecution. Er teilte sein Erlebnis anscheinend mit anderen Menschen in der Gegend, die hohes Ansehen genossen, die, wie er sagte, schwere Verfolgung auf ihn häuften. Naturally, after a while, Joseph learned his lesson. Natürlicherweise lernte Joseph nach einiger Zeit seine Lektion. Thereafter, he was particularly careful about divulging what had happened to him. Von dann an war er besonders vorsichtig zu enthüllen, was ihm geschehen war. Of course, we know that later Joseph actually wrote about or had published accounts of his heavenly experiences. Natürlich wissen wir, dass Joseph später über seine himmlischen Erfahrungen schrieb oder Berichte darüber veröffentlichen ließ. And as I said, much has been written about the primary evidence and circumstantial evidence of the first vision. Und ich habe eben was Ihnen unterschlagen. I need to repeat something. Also noch einmal. Natürlich wissen wir, dass Joseph später über seine himmlischen Erfahrungen schrieb oder Berichte darüber veröffentlichen ließ. Aber sein instinktives Gefühl zu der Zeit war, heilige Dinge heilig zu halten. Und wie ich schon sagte, wurde viel über die primären Anhaltspunkte und Indizienbeweise geschrieben.
first recounting of that vision on paper was 1832. This one in Joseph's own hand. Die erste Erzählung der Vision auf Papier stammt aus dem Jahr 1832 und sie ist in Josephs Handschrift geschrieben. The second in 1835. Die zweite von 1835. The third in 1839. Die dritte von 1839. And the fourth in 1842. Und die vierte von 1842. But these rehearsals of his experience were not created. Aber diese Erzählungen wurden nicht, wie die Kritiker behaupten. Let me say that again. But these rehearsals of his experience were not created as his critics claimed. Ja, aber diese Erzählungen wurden nicht, wie die Kritiker behaupten. Because he was feeling insecure at the time that the accounts were put to paper several years after the fact. Erst Jahre nach den Fakten zu Papier gebracht, weil er sich zu jener Zeit unsicher fühlte. One of Mormonism's most important scholars, Hugh Nibley, einer der wichtigsten Gelehrten des Mormonismus im 20. Jahrhundert, Hugh Nibley, has summarized Joseph's motives and behavior in a way that perfectly corroborates what we know of the young prophet. Hat Josephs Motive und Verhaltensweisen auf eine Art zusammengefasst, die perfekt zu dem passt, was wir über den jungen Propheten wissen. One may ask, Brother Nibley states, why should Joseph Smith have waited so long to tell his story officially, as charged by Von Brody and Ed Decker? Wie das von Brody und Ed Decker ankreiden. From his own explanation, that is the 1839 authorized account of the first vision, it is apparent that he would not have told it publicly at all had he not been induced, which was the word used by Joseph, to do so by all the scandal stories that were circulating. It was a rule among those possessing the gospel in ancient times that the greater teachings be not publicly divulged. Well, that is exactly how Joseph Smith behaved. Und genau so hat sich Joseph Smith verhalten. What the present state of the evidence most strongly suggests, Nibley continues, is that Joseph Smith did tell his story to some of his followers at an early date, that the story got abroad, as such things will. But he did this reluctantly, confining his report to bare essentials. Throughout his life, Joseph Smith was never eager to tell the story of his first vision. Now that may sound surprising to some, because for my entire lifetime, we as a church have used this sacred story of the first vision. Das mag für einige überraschend klingen. Solange ich lebe, haben wir als Kirche diese heilige Geschichte der ersten Vision verwendet, to demonstrate the young prophet's divine appointment. Die göttliche Berufung des jungen Propheten zu zeigen. Something in the form of proof that he was appointed from God. Eine Art von Beweis, dass von Gott erwählt war. I often use the story as a door approach as a young missionary. Ich habe die Geschichte oft als junger Missionar verwendet, wenn ich Menschen an der Tür angesprochen habe. However, I will show that the prophet's own reluctance to recount his first vision is consistent with how he handled many of the other sacred experiences he witnessed. Jedoch werde ich Ihnen zeigen, dass dies für Joseph seinem Gefühl widersprach und dass das also sein Verhalten im Einklang mit dem ist, was wir schon gesagt haben. In another event that shortly followed his recounting the first vision in his official history, bei einem anderen Ereignis, das in seinem offiziellen Bericht steht und das das Hervorkommen des Buches Mormon betrifft, Joseph, as we know, was visited 3 times in one night by the angel Moroni. Erklärte Joseph im Jahr 1823, dass 3-mal in einer Nacht vom Engel Moroni besucht wurde. With no sleep that night, Joseph went to work the next morning with his father on their farm. Ohne Schlaf in dieser Nacht ging Joseph am nächsten Morgen mit seinem Vater an die Arbeit auf ihrer Farm.
But, he said in the authorized account, sagt er in einem bestätigten Bericht, I found my strength so exhausted as to render me entirely unable. My father, who was laboring along with me, discovered something to be wrong with me and told me to go home. I started with the intention of going to my house, but in attempting to cross the fence out of the field where we were, my strength entirely failed me, and I fell helpless on the ground, and for a time was quite unconscious of anything. The first thing that I can recollect was a voice speaking to me, calling me by name. I looked up and beheld the same messenger who had previously appeared to me standing over my head, surrounded by light as before. He then again related unto me all that he had related to me the previous night, and commanded me to go to my father and tell him of the vision and commandments which I had received. If we believe the logic of Joseph Smith's critics quoted above, wenn wir nun der Logik von Josephs Kritikern, die wir bereits zitiert haben, glauben, the first thing that Joseph would have done after the angel left wäre das Erste, was Joseph getan hätte, nachdem der Engel sein Bett das dritte Mal verlassen hatte, would have been to run down the stairs to his parents screaming, "Guess what happened to me last night?" zu seinen Eltern zu laufen und zu rufen, rate bloß mal, was mir heute Nacht passiert ist. Or suppose there wasn't enough time to tell his parents. Oder wenn wir annehmen, er hätte keine Zeit gehabt, es seinen Eltern zu sagen. Once they were in the field and his father noticed his weakened condition, that would have been a good time to explain. Und als sie am Feld waren und sein Vater seinen geschwächten Zustand bemerkte, wäre wohl das eine gute Gelegenheit gewesen zu erklären. Father, there is a reason that I look ill and cannot work. Vater, es gibt einen Grund, warum ich so krank aussehe und nicht arbeiten kann. Followed by a rehearsal of what had just happened to him. Gefolgt von einer längeren Ausführung dessen, was ihm gerade geschehen war. However, that was contrary to his instincts. Jedoch war das gegen sein Gefühl. Indeed, he likely would not have said anything to his father or anyone else. Tatsächlich scheint es so, als hätte er weder seinem Vater noch sonst irgendjemand etwas erzählt. If the angel hadn't told him to go back and tell his father, wenn nicht der Engel ihm aufgetragen hätte, zurückzugehen und seinem Vater of the vision and commandments which I had received. Von der Vision und den Geboten, die ich empfangen hatte, zu berichten. Joseph was clearly inclined to keep this sacred matter to himself. Joseph hatte offensichtlich die Absicht, diese heilige Sache für sich zu behalten, until he was told by the angel to return to his father and tell him what happened. Bis ihm der Engel den Auftrag gab, zurückzugehen und seinem Vater zu erzählen, was ihm geschehen war. In October 1830, not too long after the church was organized, im Oktober 1830, nicht allzu lange nachdem die Kirche organisiert worden war, while Joseph stayed with the Whitmer family in Fayette Township, New York, als Joseph bei der Familie Whitmer in Fayette im Staat New York war, a distinguished visitor paid a visit to the Whitmer family farm with the purpose of interviewing Joseph Smith. Kam ein vornehmer Besuch zu der Farm der Familie Whitmer. Er hatte die Absicht, Joseph Smith zu interviewen. Word was out about the Book of Mormon. Das Buch Mormon war bekannt geworden. Peter Botter, who later wrote about his visit, said that he inquired of Joseph. Peter Botter, der später über dieses Buch schrieb, sagte, dass er Joseph befragte, searching into the mystery of his system of religion, indem er das Mysterium seines Religionssystems vordringen wollte, and had the privilege of conversing with him alone several hours, hatte das Privileg, mehrere Stunden mit ihm allein zu reden, and of investigating his writings, church records, etc. Und über seine Schriften, Kirchenbücher und so weiter nachzufragen. I improved near 24 hours in close application with Smith and his followers. Ich war etwa 24 Stunden direkt mit Smith und seinen Anhängern zusammen. But when Peter Botter asked Joseph whether he had had an experience with God,
Aber als Peter Border Joseph fragte, ob er ein Erlebnis mit Gott hatte, confirming that he had been called of God, das bestätigen würde, dass er von Gott berufen sei, he said that Joseph could give me no Christian experience, sagte er, dass Joseph mir kein christliches Erlebnis geben konnte. meaning that Joseph told him nothing about his first vision. Was heißt, dass Joseph ihm nichts über die erste Vision erzählt hat. Joseph did clarify for him features of the coming forth of the Book of Mormon, but told him nothing about his experience as a young 14-year-old in 1820. Joseph klärte ihn über die Besonderheiten des Hervorkommens des Buches Mormon auf, aber er erzählte ihm nichts über sein Erlebnis als 14-Jähriger im Jahre 1820. Another revealing event occurred the following year at a conference held in the village of Orange, Ohio. Ein anderes aufschlussreiches Ereignis fand ein Jahr später statt, auf einer Konferenz, die im Ort Orange in Ohio abgehalten wurde, Located about 13 miles southwest of Kirtland, Ohio. der ungefähr 21 Kilometer südlich von Kirtland liegt. Attending the small gathering of elders on October 25, 1831, were several of Joseph Smith's most intimate associates. An dieser kleinen Versammlung von Ältesten am 25. Oktober 1831 nahmen einige von Josephs engsten Mitarbeitern teil. The three witnesses to the Book of Mormon, Oliver Cowdery, Martin Harris, and David Whitmer, Die drei Zeugen für das Buch Mormon, Oliver Cowdery, Martin Harris und David Whitmer. several of the 8 witnesses to the Book of Mormon, including his father Joseph Sr. and his brother Hiram, Einige der 8 Zeugen, unter anderem auch sein Vater Joseph Sr. und sein Bruder Hiram, 2 men who would later become members of the First Presidency, Sidney Rigdon and Frederick G. Williams, dann 2 Männer, die später Mitglieder der ersten Präsidentschaft wurden, nämlich Sidney Rigdon und Frederick G. Williams. and several who would later become charter members of the Quorum of the 12. Und einige, die später die ersten Mitglieder des Kollegiums der 12 wurden. This was truly the inner circle. Das war tatsächlich Josephs innerster Kreis. The minutes of that meeting, taken by Oliver Cowdery, Das Protokoll dieser Versammlung, geschrieben von Oliver Cowdery, described an exchange between Joseph and his brother Hiram beschreibt ein Gespräch zwischen Joseph und seinem Bruder Hiram, that tells us much about Joseph's religious privacy. das uns viel über Josephs religiöse Zurückgezogenheit sagt. Remember, this is just a year and a half after the Book of Mormon was published. Erinnern Sie sich, dies ist nur 1,5 Jahre, nachdem das Buch Mormon veröffentlicht worden war. This is the book, of course, which the religion was founded on and was the most noted feature of the religion, both in and out of the church. Das ist natürlich das Buch, auf das die Religion begründet ist und das meistbeachtete Erkennungszeichen der jungen Kirche war. Midway through the meeting, In der Mitte dieser Versammlung Brother Hiram Smith said that he thought best that the information of the coming forth of the Book of Mormon be related by Joseph himself to the elders present, that all might know for themselves. Because the story of Moroni and the plagues were already quite well known to the public, weil die Geschichte von Moroni und den Platten der Allgemeinheit bereits gut bekannt war, Hiram's inquiry suggests that Joseph was being asked particulars about the angel and how he actually translated the plagues. deutet die Nachfrage Hirams an, dass Joseph spezifische Fragen über den Engel und wie er tatsächlich die Platten übersetzt hatte, There was a real curiosity of how it had all happened. gefragt werden würde. Man war wirklich neugierig, wie das alles geschehen war. Despite being surrounded by those who already believed him to be a prophet, including men who had actually seen the angel themselves, Obwohl er von denen umgeben war, die bereits an ihn glaubten als einen Propheten, einschließlich der Männer, die tatsächlich den Engel selbst gesehen hatten. Brother Joseph Jr. said it was not intended to tell the world all the particulars of the coming forth of the Book of Mormon, and also said that it was not expedient for him to relate these things. Joseph tried to teach this principle to church leaders, helping them to understand that keeping sacred experiences sacred was expected of all of those to whom the Lord revealed sacred matters.
Joseph versuchte, den Kirchenführern zu helfen, das Prinzip zu verstehen, dass heilige Erlebnisse heilig zu halten von all jenen erwartet wird, denen der Herr heilige Dinge offenbart hat. As Joseph taught the newly called Quorum of the Twelve in November 1835, Als Joseph das neu berufene Kollegium der 12 im November 1835 about the anticipated outpouring of spiritual gifts as they prepared for the solemn assembly associated with the dedication of the Kirtland Temple a few months in the future, Als Joseph das neu berufene Kollegium der 12 im November 1835 über die erwartete Ausschüttung geistiger Gaben belehrte, als sie sich für die feierliche Versammlung im Zusammenhang mit der Weihe des Kirtland-Tempels ein paar Monate später vorbereiteten, he said to them regarding their ministries, as recorded in his own diary, sagte er ihnen in Bezug auf ihren geistlichen Dienst, wie er in seinem eigenen Tagebuch festhielt: "We must be clean every whit. Let us be faithful and silent, brethren. And if God gives you a manifestation, keep it to yourself." Of course, this was a very exciting period for the Kirtland, Ohio saints. Natürlich war diese Zeit eine sehr aufregende Periode für die Ohios Heiligen. The faithful had labored for 3 years with great sacrifice to construct the magnificent edifice that we now know as the Kirtland House of the Lord. Die Glaubenstreuen hatten 3 Jahre mit großen Opfern gearbeitet, um das großartige Gebäude zu errichten, das wir heute als das Haus des Herrn in Kirtland kennen. There were, as witnessed by numerous attendees, remarkable spiritual events that accompanied the solemn assembly and the temple's dedication. Es gab, wie zahlreiche Teilnehmer berichten, beachtenswerte geistige Erlebnisse, die die feierliche Versammlung und die Tempelweihe begleiteten. But it was a week later when Joseph and Oliver Cowdery were in the western pulpits of the temple that the most noted occurrence during the dedicatory period transpired. Aber es gab nichts, das größere Konsequenzen hatte, als das, was eine Woche später passierte, als Joseph und Oliver Cowdery am westlichen Podium des Tempels waren, am 3. April 1836. It was remarkable in every way and parallel with the great vision described in the New Testament, where Jesus participated in what occurred on the Mount of Transfiguration. Das Ereignis war bemerkenswert in jeder Hinsicht. Und es entspricht der großartigen Vision, die im Neuen Testament beschrieben ist, wo Jesus an den Ereignissen des Berges der Verklärung teilnahm. This most sacred Kirtland Temple event of April 3, 1836, dieses hochheilige Ereignis im Kirtland Tempel 1836 was recorded in Joseph's own journal shortly after the event occurred. Ist in Josephs eigenem Tagebuch oder Journal aufgezeichnet, kurz nachdem es geschehen war. The last entry in his 1835-1836 journal Der letzte Eintrag in seinem 1835-1836 Journal, penned by Joseph's scribe at the time, Oliver Cowdery's brother Warren, geschrieben von Josephs Schreiber zu dieser Zeit, nämlich Oliver Cowderys Bruder Warren. you may be familiar with the story. Sie sind vielleicht mit der Geschichte vertraut. After the Savior appeared to Joseph and Oliver to accept the labors of the saints in constructing the house of the Lord, Nachdem der Erlöser Joseph und Oliver erscheint, um die Mühen der Heiligen anzunehmen, die sie mit der Errichtung des Hauses des Herrn auf sich genommen hatten, Joseph and Oliver acquired something that they had never received previously and perhaps did not expect. erhielten Joseph und Oliver etwas, das sie nie zuvor erhalten hatten und wahrscheinlich auch gar nicht erwarteten. Significant keys from the heavenly messengers that opened more doors as part of the restoration of all things. Wichtige Schlüsselvollmachten von himmlischen Boten, die mehr Türen öffnen würden als Teil der Wiederherstellung aller Dinge. The account continues. Der Bericht fährt fort. The heavens were again opened unto us, and Moses appeared before us. After this, Elias appeared. After this vision had closed,
Another great and glorious vision burst upon us, for Elijah the prophet, who was taken to heaven without tasting death, stood before us. Thus, after Jesus appeared, they were successively visited by Moses, Elias, and Elijah. Demnach wurden sie, nachdem Jesus erschienen war, nacheinander von Moses, Elias und Elia besucht. All administering imperative powers to Joseph and Oliver. Die alle zwingend erforderliche Mächte an Joseph und Oliver weitergaben. We know this story today because Elder Orson Pratt Wir kennen diese Geschichte heute deswegen, weil Elder Orson Pratt included that last entry in Joseph Smith's 1835-1836 journal diesen letzten Eintrag in Joseph Smiths 1835-1836er Journal as section 110 among the 26 additional revelations that were added to the Doctrine and Covenants in 1876. als Abschnitt 110 unter die 26 zusätzlichen Offenbarungen aufnahm, die im Jahr 1876 den Lehren und Bündnissen hinzugefügt wurden. Which is the Doctrine and Covenants that we know today. Den Lehren und Bündnissen, wie wir sie heute kennen. By this time, the story had been dispersed throughout the church. Zu dieser Zeit war diese Geschichte in der ganzen Kirche verbreitet. But what most of us fail to realize is that Joseph Smith discreetly kept the revelation to himself. Aber die meisten von uns realisieren nicht, dass Joseph diese Offenbarung diskret für sich behalten hatte. In other words, despite the magnitude and importance of the event, in anderen Worten, trotz der Größe und der Wichtigkeit des Ereignisses, Joseph told no one about it. teilte Joseph es nur mit wenig. Teilte es Joseph mit niemandem. I've taken so long and I'm going to take so much longer. I wonder if we ought to cut this short. Gesagt, es hat jetzt doch eine ganze Menge oder etwas mehr Zeit gebraucht, zumal wir uns ja das immer teilen. Und es fragt sich jetzt, ob wir das vielleicht etwas abkürzen. Brigham Young once said that the mind cannot conceive what the seat cannot endure. Brigham Young hat nämlich einmal gesagt, dass das Gehirn nicht aufnehmen kann, was unsere Sitzfläche nicht aushalten kann. So, what I think I will do, und deswegen denke ich, werde ich Folgendes tun. I think I will just summarize my conclusion here. Ich denke, ich werde einfach nur zusammenfassen meine Rückschlüsse daraus. Joseph Smith was disinclined to tell his story. Joseph Smith war nicht geneigt, diese Geschichte zu erzählen. This was true during the very early period of his prophetic ministry. Zumindest trifft das zu für die frühe Zeit seines prophetischen Dienstes. As time went on, als die Zeit so weiterging, he felt like he must tell the story. Hatte er einfach manchmal das Gefühl, er muss diese Geschichte erzählen. If we had more time, and I have 8 more pages, wenn wir mehr Zeit hätten, und ich habe immer noch 8 Seiten, I would tell you a number of other experiences to demonstrate this. Dann würde ich Ihnen noch einige andere Erlebnisse oder Erfahrungen erzählen, oder von einigen Erlebnissen und Erfahrungen erzählen, die das noch verdeutlichen. But let me just state, lassen Sie mich einfach nur feststellen, that they all indicate, dass wenn Sie alle darauf hinweisen würden, that Joseph Smith took his prophetic role very seriously. Dass Joseph Smith seine prophetische Aufgabe sehr ernst genommen hat. So seriously that he did not reveal the things the Lord told him. So ernst, dass er nicht die Dinge veröffentlicht hat oder bekannt gemacht hat, die ihm der Herr gesagt hatte. Until it was absolutely required. Bis es schließlich unbedingt notwendig war. I hope this helps explain. Ich hoffe, dass das so ein bisschen erklärt, why we don't have real early accounts of Joseph's visions. Warum wir keine frühen Berichte von Josephs Visionen haben.
Of course, that undermines entirely everything that his critics charge. Natürlich, undermine, kann man da Untergräbt. Ja, es untergräbt all das, was seine Kritiker gegen ihn aufführen. I know that Joseph Smith was a prophet. Ich weiß, dass Joseph Smith ein Prophet war. I've spent my entire adult life studying his. Ich habe mein ganzes Leben als Erwachsener damit verbracht, sein Leben zu studieren. I know better than anything else. Ich weiß besser als irgendetwas anderes. We can rely upon Joseph Smith and his story Wir können uns auf Joseph Smith und auf seine Geschichte verlassen, because he was a truth teller. Weil er immer die Wahrheit gesagt hat. In the name of Jesus Christ, amen. Im Namen Jesu Christi. Amen. Amen.